Willkommen zurück auf meinem Blog. Heute dreht sich bei mir alles rund um die Walnuss und ich verrate euch eines meiner leckersten Rezepte, nämlich das Walnuss-Pesto-Rezept. Kommt, lasst uns jetzt die Nüsse knacken. Frische Walnüsse gibt es im Herbst. Ihr könnt sie natürlich auf dem Markt oder im Supermarkt kaufen oder ihr sammelt sie in Wäldern und Aulandschaften. Für mein veganes Walnusspesto benötigt ihr auf jeden Fall frische Walnüsse oder Walnusshälften. Vorgemahlene Walnüsse, so wie man sie zum Backen verwendet, eignen sich nicht besonders dafür. Also starten wir mit dem Nüsseknacken. Anschließend geht es auf unsere Terrasse, wo wir die Kräuter für unser Pesto finden. Für 2 kleine Portionen oder eine große Portion Walnusspesto benötigt ihr 60 Gramm Walnüsse und 2 Knoblauchzehen. 5 bis 6 Blätter frisches Basilikum und ca. einen Esslöffel frischen Oregano. Weiters kommen ca. 3 Zweige frische Petersilie dazu. Geschmacklich abgerundet wird das Ganze mit einem Teelöffel getrockneten Estragon und 6 Esslöffel Walnussöl. Falls ihr kein Walnussöl zur Hand habt, könnt ihr natürlich auch Olivenöl verwenden. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und ab damit in den Mixer. Und fertig ist ein super gesundes Walnusspesto mit frischen Kräutern. Dieses Pesto ist wirklich sehr lecker und auf jeden Fall nicht nur für Veganer geeignet. Das wäre es dann auch wieder für heute gewesen. Wie immer könnt ihr das Rezept und alle Infos in der Beschriftungsbox unter dem Video nachlesen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Mal, eure Kräuterhexe.